Juli 1968, Las Vegas. In einem ruhigen Flur des Desert überschritt ein unbedachter, Witz, eine, unverzeihliche, Grenze. Ein Mafiaboss verspottete, Dean Martins verstorbenen Bruder. Toten Neid, Schwäche und ein Leben im Schatten eines anderen Mannes an, was danach geschah, schockierte jeden, der es miterlebte. Zuerst. Warum dieser Moment wichtig? Warum bis heute wichtig ist, müssen wir ruhige, nicht nur Dean Martin zu verstehen, sondern die Welt zu verstehen, die ihn geprägt hat. Eine Welt, in der Familie alles bedeutete. Dean Martin war nicht nur ein Sänger, war ein Symbol für Kommis, für Klasse, für eine Art von Männlichkeit, die sich nicht beißen musste. Geboren als Dino Paul Crescetti, M7, U 1917 in Steubenville, Ohio, wuchs in einem italienischen Einwandererhaushalt auf, in dem Respekt, Loyalität und Familie ihn nicht nur Werte waren waren die wahren Überlebensnotwendigkeiten. Seine Kindheit war hart. Sein Vater war Barbier. Zu Hause sprach die Familie Italienisch. Die Onge Dino brach die Schule in der 10. Klasse ab, arbeitete als Schmuggler für illegalen Alkohol, dealte Blackjack in illegalen Spielclubs und boxte unter dem Mann auf Kitkroche. Kannte die Straße, kannte harte Männer, und wusste, dass das Einzige, was eilte, wenn man nichts hatte, die Menschen waren, die zu einem standen. Bis 1968 war Dean Martin zu einem der erfolgreichsten Entertainer der Welt geworden. Seine Partnerschaft mit Jerry Lewis hatte ihn zu einem bekannten Namen gemacht. Seine Solo-Karriere brachte Hit auf Hit hervor. That's Amor. That of Body Loves Somebody. Death Memories are made of this. Yeah. Der Star der Dean Martin Soul. Mitglied des Ratpack und eine feste Grosche am Las Vegas Strip. Bewegte sich mit einer mühelosen Eleganz durch Raume. Die Einschütte vollgedescheinten Liste, durch unter den Smokings, dem Charme in Demi-Vegan, Cocktailglas dascht oder, Requisit, das wusste niemand so gene, trug Dean Martin etwas Tieferes in sich. Einen Kodex, eine Grenze, die man nicht überschritt, und diese Grenze war Familie. Dean hatte einen Bruder. Bill Martin. Mehr Jihad Jünger. Bill nie das Rampenlied. Lebt ein ruhigeres Leben, fern von Kameras und Menschenmengen. Aber für den war alles. Blut, Geschichte. Die einzige Person, die sich in Steubenville genauso erinnerte wie als Bill Anfang 1968 unerwartet starb, war Dean Zutiefster Schütte. Sprach nicht öffentlich darüber. Machte kein Spektakel seiner Trauer. Das war nicht seine Art. Besuchte die Beerdigung, trauerte privat und kehrte zur Arbeit zurück. Denn so machten es Männer seiner Generation. Man trug seinen Schmerz still. Man ehrte die Toten, in dem man mit Werte weiterlebte. Las Vegas im Jahr 1968 war ein andere Bate. Die Mafia kontrollierte noch immer die Casinos. Das Ratpack beherrschte den Strip, Macht war alles, und machte sich durch Kontrolle über Geld, über Einfluss, über Menschen. Respekt war eine Währung, Beleidigungen waren kalkuliert, und jeder wusste, wo die Grenzen lagen. Das Desert Inn war eines der Kronjuwelen von Las Vegas. 1950 eröffnet war es der Treffpunkt der Elite. Howard Hughes sollte es später kaufen. Der Culpa-Room beherbergte die größten Stars. Die Flur assumten vor mächtigen Entertainern und den Männern, die beides kontrollierten. Dean Martin trat dort regelmäßig auf. Kannte jede Key dieses Gebäudes. Kannte das Personal. Kannte die Spieler, und sie kannten ihn nicht nur als Entertainer, sondern als jemanden, der Respekt ausstrahlte, ohne ihn fordern. Doch am 23. Juli 1968 sollte all das geschehen hatte, all dieser Respekt auf die Probe gestellt werden. Es war später Abend,
Fast 23:30 Dean hatte gerade seins Beitis set im Copa Room beendet. Die Performance war Michaelos Guvason, geschmeidig, Muhalos, die Art von Show, die alles einfach ausse had de geschungen, mit dem Publikum gescherzt, aus seinem Allgegenwärtigen, Glasgescherzt, aus seinem Allgegenwärtigen, Glasgenippt. Das Publikum hatte jede Sekunde geliebt. Hinter der Bühne war die Stimmung locker. Bandmitglieder packten ihre Instrumente ein. Bühnenarbeiter begten Equipment. Die Tür zu Deans Garderobe stand offen. Trug noch schnante Smoking, die Krawatte gelockert, saß auf einer Couch mit einer Zigarette und die schmal ihnen echten Drink. Ein paar Freunde waren wohl begekommen. Nix. Ungewöhnliches. Nur das Ritual des Runterkommens nach einer Show. Der Flur draußen war schwach beleuchtet. Sicherheit nach in der Luft hang in der Luft. Menschen bewegten sich zwischen den Garderoben, Gangandefroben, Partis, beglichen Schulden, schlossen Deals ab. Das war das Cirque de Las Vegas, das hinter den Samte vorhangen. Und genau in diesem Moment kam Samuel Fissami De Luca hierin. De Luca war ein machter Mann, ein Capo de Chicago, Outfit mit tiefen Verbindungen zur Las Vegas Operationen. Anfang freundlich, tonnenbrüstig, mit zurückgekämmten Haaren und einer Stimme, die trug. Hatte einen Ruf, nicht unbedingt Fachgewalt, obwohl die immer mitschwang zu der Grausamkeit. Die Art von Grausamkeit, die aus dem Wissen entsteht, unantastbar zu sein. Verspottete Menschen zum Vergnügen, testet Grenzen, und entschuldigte sich nie. De Luca hatte Geld im Desert Inn. Hatte Geld in einem halben Dutzend Casinos. Bewegte sich durch Vegas, als Gehauer es ihm, was in vielerlei Hinsicht auch stimmte. Künstler kannten ihn. Sie lauten über seine Witze. Sie tolerierten seine Anwesenheit. Den einen Mann, Bisami De Luca zu Kreuzen bedeutet hätte, seine Karriere zu riskieren, oder Schlimmeres. An diesem Abend war De Luca betrunken, nicht torkelnd, sondern locker. Die Art von Betrunkenheit. Beide Hemmungen verschwinden und Grausamkeit sich als Humor tarnt. Hatte zuvor gespielt, gewonnen unter einem Tischhof gehalten, umgeben von Mitlaufern, die über alles so laut lauten, was sagte. Jemand hatte Dean Martins Namen erwähnt. Jemand hatte gesagt, dass Deans Bruder kürzlich gestorben war. Und De Luca sah in diesem Moment eine Gelegenheit, machte demonstrieren, Dean Martin zu testen, zu sehen, ob der kuchte Mann in Vegas aus der Fassung zu bringen war. Machte sich auf den Weg zu Deans Garderobe, sein Gefolge immer, Bewiehau oder Fundmänner, allesamt Kleinette, Licia, die in De Lucas nahe glanzen wollten. Sie bewegten sich wie eine Welle durch den Flur. Menschen wichen zur Seite, Gespräche verstummten. Deans Garderobe war noch offen. Sprach leise mit seinem Pianisten Charlie über die Setlist für den nächsten Abend. Hatte De Luca nicht kommen sehen. War entspannt. Ungeschützt. Noch im Nachklang der Show, noch mit dem Gewicht des Todes seines Bruders unter der Oberfläche. De Luca trat in den Rahmen. Klopfte nicht. Schien einfach und fühlte den Rahmen mit seiner Masse und Präsenz. Der Raum wurde still. Charlie blickte auf. Dean sah hinüber. Konnte De Luca und nickte. Eine höfliche Anerkennung, nicht mehr. De Luca lächelte. Es war kein freundliches Lächeln. Dean Martin, sagte laut genug, dass jeder im Flur es hören konnte. Die Erkennung der Coolness. Singt immer noch Liebeslieder, während dein Bruder im Boden verfolgt. Der Raum erstarrte, und dann sagte De Luca vor selbst mischen die Worte, von denen niemand geglaubt hat, dass sie jemand zu sagen werde, muss hart sein, was für De Luca fort. Seine Stimme, für De Luca fort, seine Stimme treifend vor, gespielte Mitgefühl, nicht unlich zu leben. Während dein kleiner Bruder sein ganzes Leben in deinem Schatten verbracht hat. Ich wette,
ist gestapen und wornste, ware du, beldam, ich wet, ist neidisch gestorben, frisst dich das nicht auf, zu wissen, dass du alles hattest und nichts, die Worte heime in der Luft wie Rauch, dichts, giftig, giftigt, unmachtlich zu ignorieren. Charlie, der Pianist, wurde blitje. Einer aus deruges Geforsche verlage te unruhig sein Gewicht. Ein Bühnenarbeiter im Flur blieb mitten im Schritt stehen, erstarrt, wartend, was passieren würde, denn jeder wusste, was gerecht geschehen war. Das war kein Witz, es war ein Angriff. Auf den Trauer, auf den Trauer, auf eines, was immer hillig war, auf eines, was immer hillig war. Und de Luca wusste genau, was tat. In Las Vegas 1968 konnte man das Talen eines Mannes beleidigen. Man konnte seine Karriere verspotten. Man konnte sogar seinen Mut in Frage stellen. Und je nach Umfeld ging das durch. Aber Familie, Blut, die Toten. Das war heiliger. Boden, das war die Linie, die man überschritt. Nicht einmal Mafiabosse. Nicht einmal Männer, die glaubten, die Welt zu besitzen. Das der Luca hatte sie überschritten. Absichtlich, öffentlich, mit Siegern. Und nun warteten alle darauf, wie Dean Martin, der Mann, der nie aus der Ruhe zu bringen schien, der alles mühelos warten ließe, reagieren würde, darum wurde still, all Augen auf Dean, manche erwarteten Mord. Andere Tranen, einige erwarteten, dass über den Raum sprang, den ersten Schlag führte und de Luca die körperliche Konfrontation gab, auf die es offenbar anlegte. Niemand erwartete, was als nächstes geschah. Dean bewegte sich nicht, zunächst. Zog langsam an seine Zigarette. Stellte sein Glas auf den Beisteltisch. Das Glas machte ein leises Klirren auf dem Holz. Sah de Luca an. Nicht mit Wut, nicht mit Verletztheit, mit etwas anderem, es die Temperatur im Raum sinken ließ, in seinem Inneren tobte ein Sturm. Trauer, Wut. Die Art von Schmerz, die entsteht, wenn man jemanden verliert, den man nie setzen kann. Die Art von Zorn, die entsteht, wenn dieser Verlust von einem Mann verspottet wird, der nichts von Loyalität, von Familie, von Liebe verstand, doch nach außen war stein. Kontrolliert, abgemessen, jede Bewegung best, bestand auf. Langsam, keine abrupten Gesten, keine theatralik. Nufis seinen Smoking mit einer Hand zu, strich die Bordar glatt und trat auf de Luca zu, nicht aggressiv, nicht bedrohlich, einfach, nahe genug, dass de Luca leicht zu ihm aufblicken musste. Nahe genug, dass sich die Machtdynamik verschob. Obwohl de Luca in ingokte 20 Kilo jepper war, den sein Mieterits in die Augen, seine Stimme war ruhig, als sprach. Fest, doch darunter. Lag darunter lag Stahl, der Stahl aus den illegalen Bars von Steubenville und dem Überlebenskampf der Depression. Sammy, saudet Dean, dass mein Bruder war doppelt so viel. Mann, wie du echt mal sein wirst. Brauchte kein Rampenlicht, das du beweisen. Musste keine Rampe betreten und Menschenangst machen. War freundlich. War anständig. Und ist tot. Und ich habe ihn geliebt. Hielt inne. Ließ die Worte wirken. Du glaubst ihn zu verspotten, hastig macht dich. Du glaubst, die Toten so respektlos zu behandeln macht dich hart. Aber alles, was ich zu dem in diesem Flur zu sagen, was du wirklich bist. Eine weitere Pause. De Lucas Lächeln war verschwunden. Sein Gefolge lachte nicht mehr. Jemand im Flur aussperrte sich. Die Stille war erdrückend. Den beugte sich leicht vor. Sende für den Notschleiser, aber jedes wird kristallklar. Du bist ein Tyrann, Sammy. Ein kleiner, grausamer Mann, der Angst mit Respekt verwechselt. Und das Traurigste daran ist, dass du nicht einmal den Unterschied kennst.
Trat zurück, richtete seine Krawatte, blickte kurz zu den Sogen im Raum, dann wieder zu DeLuca. Dest verschwinde aus meiner Garderobe. Es war kein Beat, es war keine Drohung, es war eine Festelung, und die Macht im Raum hatte sich vollständig verschoben. DeLuca hatte fort erwartet, einen Ausbruch, den ihr abtun konnte, eine Reaktion, da ihr Spotte verspotten konnte, den Beweis, dass selbst Dean Martin auf etwas Notizie, Emotionales, Schwaches reduziert werden konnte. Stattdessen hatte Dean ihm etwas, weitaus Vernichtenderes gegeben, gemessen, unerschütterlich werde. Und in diesem Moment erkannte DeLuca, dass einen furchtbaren Fehler gemacht hatte. Denn jeder in diesem Flur, die Bandmitglieder, die Bühnenarbeiter, DeLucas eigenes Gefolge, hatte gerade gesehen, wie ein Mafia-Capo zerlegt wurde, nicht mit Fäusten, nicht mit Beleidigungen, sondern mit moralischer Autorität, mit stiller Stärke, mit der Art von Macht, die nicht schreien muss. DeLucas Gesicht wurde rot. Den Mund, schloss ihn wieder, blickte sich im Raum um, switchte zwutsam, ein Lachen, jemanden, der ihm Riechung gab, die Dynamik wiederherzustellen. Aber niemand lachte. Seine eigenen Männer starrten auf den Boden. Charlie, der Pianist, sah Dean mit etwas an, das ihr fortschritt. Einen langen Moment stand DeLuca dort. Dann drehte sich wortlos und ging hinaus. Sein Gefolge folgte, nun deutlich leiser, die Großbürigkeit verflogen. Der Flur teilte sich für sie, aber nicht aus Respekt, aus Unbehagen, aus peinlicher Fremdscham. Dean sah mich, dann setzte er sich wieder, nahm sein Glas und trank einen Schluck. Seine Hand war ruhig. Sah Charlie an und sagte, dit waren wir, die Setlist für morgen? Aber jeder in diesem Raum wusste, was gerade miterlebt hatte. Eine Meisterklasse in Werde, in kontrollierter Stark, in der Art von Masch, die Tyrannen in Angst versetzt, weil sie sich nicht einnistern, nicht manipulieren, nicht brechen lässt. Später in dieser Nacht erzählte DeLucas Fahrer einem Barkeeper, was passiert war. Der Barkeeper erzählte es einem Dealer. Der Dealer erzählte es einer Sängerin. Am nächsten Morgen hatte sich die Geschichte in dem Casino am Strip verbreitet. Am Ende der Woche hatte sie Los Angeles, New York, Chicago erreicht. Jeder wusste es. Und jeder war schierig. Dean Martin hatte gerade die vernichtendste Antwort geliefert, die man sich vorstellen konnte. Nicht durchschreien, nicht durchkämpfen, sondern indem sich weigerte, sich auf Sammy DeLucas Niveau herabzulassen. Die Nasswerkungen waren leise, aber tiefgreifend. Sammy DeLuca sich meskelte sich nie fendlich. Manner wie taten das nicht. Aber nahete sich Dean Martin auch nie wieder. Sprach nie über ihn. Versuchte nie, Dominanz zurückzugewinnen. Denn die Geschichte hatte ihn bereits definiert. Nicht als den mächtigen Mafia-Funktionär, als den sich inszeniert hatte, sondern als den Mann, der versuchte, einen trauernden Bruder zu verspotten, und wo Siegen marlich zerlegt wurde. In Mafia-Kreisen wurde der Vorfall zu einer warnenden Geschichte, nicht speziell über Dean Martin, sondern über die Grenzen von Einschüchterung, den Unterschied zwischen Angst und Respekt, und darüber, was passiert, wenn man Anmut mit Schwäche verwechselt. Dans Ruf, ohnehin beeindruckend, bekam eine neue Qualität. War immer für sein Talent, sein Charisma, sein moralische Coolness bewundert. Aber nach dieser Nacht kam etwas hinzu. Die Erkenntnis, dass unter dem Karme Fels lag, dass seine Freundlichkeit keine Nebität war, dass seine wohl keine Gleichgültigkeit war, dass in jeder Hinsicht die Salte unzerbrechlich war. Die beiden Männer begegneten sich nie wieder. DeLuca setzte seine Geschäfte in Las Vegas fort, aber sein gesellschaftlicher Bord hatte gelitten. Der Geschichte verfolgte ihn. Man erinnerte sich, und in einer Behalt,
in der Ruf alles war diese Erinnerung eine Wunde, die nie ganz heilte, was dieser Moment über Dean Martin offenbarte, war dies, sein Macht kam aus Dimension, war erfahr. Muss die Starke nicht inszenieren. Muss die Starke nicht durch Aggression beweisen. Seine Identität war in Werten verwurzelt, die Alter waren allruhem. Werte, die in einem Einwohner Urschalt in Ohio gelernt hatte, wo Familie der einzige Reichtum war. Der Alte, die Lebensphilosophie, die in diesen Flur sichtbar wurde, war einfach und dort tiefgründig. Wahre Macht ist nicht die Fähigkeit, andere zu verletzen, sondern die Fähigkeit, Verletzungen zu sorgen, ohne sich selbst zu verlieren. Es bedeutet zu wissen, wofür man steht, und sich zu weigern, davon abzuweichen, selbst wenn man provoziert wäre. Gerade dann, dieser Ansatz, war mächtiger als Gewalt, weil Gewalt bewegend ist. Sie löst Konflikte im Moment, hinterlässt aber keinen bleibenden Eindruck außer Angst, werde hingegen verändert, wie Menschen dich sehen, und wie sie sich sehen, und wie sie sich sehen. Der Lüge hätte einen Faustkampf überstanden, was ihm nicht überstehen konnte, war der Spiegel, den Dean ihm vorhielt und der ihm zeigte, was wirklich war, heute in einer Ära, die von T-Clapbacks und viralen Konfrontationen besessen ist, bietet Dean Martins Reaktion ein das Modell. Eines, in dem Starke nicht in Lautstarke gemessen wird, in dem Macht nicht die Widerstands demonstriert wird, in dem die vernichtendste Antwort die ist, die den anderen nicht zerstören muss, weil sie in sich selbst ausliefert, still stillgestellt, macht, weil Gewalt bewegend ist. Sie löst Konflikte im Moment, hinterlässt aber keinen bleibenden Eindruck außer Angst, werde hingegen verändert, wie Menschen dich sehen, und wie sie sich sehen, und wie sie sich sehen. Der Lüge hätte einen Faustkampf überstanden, was ihm nicht überstehen konnte, war der Spiegel, den Dean ihm vorhielt und der ihm zeigte, was wirklich war, heute in einer Ära, die von T-Clapbacks und viralen Konfrontationen besessen ist, bietet Dean Martins Reaktion ein das Modell. Eines, in dem Starke nicht in Lautstarke gemessen wird, in dem Macht nicht die Widerstands demonstriert wird, in dem die vernichtendste Antwort die ist, die den anderen nicht zerstören muss, weil sie in sich selbst ausliefert, still stillgestellt, mächtige Menschen, weil sie sich nicht kontrollieren lässt. Man kann niemanden einschüchtern, der mit sich selbst im Reinen ist. Man kann niemanden manipulieren, dessen werden die verhandelbar sind. Man kann niemanden brechen, der bereits durch echten Verlust verhaftet wurde und welcher der außer verhergegangen ist. In jener Nacht im Desert bewies Dean Martin, dass die vernichtendste Antwort nicht die lauteste ist, sondern die mit unerschütterlicher Worte tragen Welt. Und das ist eine Lektion, die Sami de Luca nie vergessen hat.